Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. EU20 steht bereits schon in den Startlöchern. In 3 Tagen geht es los und dann wird die Welt starten. Viele sind schon sehr aufgeregt, der Server ist sehr gehypt, EU20, da starten viele Leute drauf, sehr starke Leute und ja, viele Neueinsteiger oder die das erste Mal mit Shakes and Fidget in Berührung kommen. Und ich hatte jetzt vermehrt in der Vergangenheit, jetzt vor allen Dingen gerade jetzt, wo die Vorankündigung für EU20 losgeht, habe ich jetzt auf Twitch auch in den Kommentaren bzw. im Livestream-Chat vermehrt so ein bisschen die Frage bekommen, so was sind so die Top-Tricks, welche Klasse nehme ich, ne? Hast du den Guide, hast du das, kannst du mir das sagen, so. Und das ist auch alles gar kein Problem, weil es kommen immer wieder neue Leute ins Spiel dazu. Für die alten Hasen unter euch, die können das Video jetzt schon abschalten, so, weil das meiste von dem, was ich hier sage, kennt ihr bereits schon. Und ja, aber nur für die neuen Leute nochmal, weil es werden immer wieder neue Leute auf das Game aufmerksam, was ich sehr cool finde und die Leute begrüße ich auch recht herzlich auf jeden Fall, ne? Und ja, gerade zu solchen Hype-Servern hier ist es wichtig, eine gute Vorbereitung zu haben. Ihr habt jetzt noch 4 Tage Zeit, sag ich mal, ne, bis EU20 startet und bis dahin ist es halt wichtig, euch so viel Wissen wie möglich anzueignen, um halt eben einen guten Serverstart zu spielen. Ja, unter anderem ist halt eben, bevor ihr überhaupt euch mit dem Game auseinandersetzt, die Gilde wohl das Wichtigste, ja, der Stütz- und Angelpunkt, um den sich das Ganze dreht hier für euren Charakter nachher auf EU20. Deswegen ist es wichtig zu wissen, in was für einer Gilde werdet ihr spielen. Und das könnt ihr natürlich jetzt noch nicht wissen, weil die Gilden noch nicht auf EU20, ne, die sind noch nicht gegründet. Allerdings gibt es da halt eben sehr viele hilfreiche Plattformen, um halt eben euch vorab schon zu connecten, in welche Gilde ihr rein wollt und ja, schon eine Community vorher zu finden, weil es gibt nichts Schlimmeres, als zum Serverstart dazustehen und keine Gilde zu haben. Deswegen auf jeden Fall empfehle ich, könnt ihr sehr gerne, ich verlinke euch alles heute hier unter dem Video, könnt ihr sehr gerne hier auf ja, meinen Discord-Server kommen und dort wird schon fleißig unter dem Beitrag Gilden- und Spielersuche hier gesucht für EU20, ja, Gildenleiter suchen nach Membern und Member suchen auch nach Gilden, also das ist quasi ein Händereichen, sag ich mal, zwischen den einzelnen Spielern hier. Deswegen ja, könnt ihr hier sehr gerne auf meinen Discord kommen und hier kostenlos Werbung machen für eure Gilde, für euren Gilden-Discord oder für euch selbst. Ja, und wie gesagt, ihr seht hier schon sehr viele Leute, die für EU20 auf jeden Fall suchen. Deswegen checkt das auf jeden Fall ab. Es ist wichtig, vorher eine gute Gilde zu haben. Ne? Am besten schreibt ihr rein, was ihr für ein Spielertyp seid, was ihr halt eben für Ambitionen auf dem Server habt und genau, was so euer Playstyle ist, ne? Und dann können euch Leute schon mal nach und nach besser einkategorisieren, weil die Leute natürlich auch mit ihren Gilden verschiedene Ziele verfolgen. Deswegen, das muss schon auch zur Gilde passen, das ist sehr wichtig. Und wenn ihr euch optimal auf den Serverstart vorbereiten wollt, habe ich halt hier extra eine komplette Playlist erstellt für Wiedereinsteiger oder halt eben komplette Neulinge. Und hier habt ihr halt eben alles soweit abgedeckt, was ihr braucht für einen erfolgreichen Serverstart. So, die ersten 2 Videos sind so insgesamt sehr nützliche Tipps, die ihr halt eben befolgen könnt. So, ne? Das meiste, was hier in dieser Playlist ist auch noch heutzutage aktuell. Diese Playlist verlinke ich euch auch unter dem Video. Da könnt ihr auch sehr gerne draufklicken und euch bis zum Freitag noch durchklicken, so ein bisschen und die Videos durchschauen. Das meiste ist aktuell. Es gibt Kleinigkeiten, die ihr beachten müsst. Zum Beispiel das Sammelalbum ab Stufe 10 braucht ihr nicht mehr blättern, das findet ihr automatisch. Ja, das wollte ich nur noch mal ergänzt haben. Das ist eine kleine Änderung, die hier in dem Guide natürlich von vor 2 bis 3 Jahren nicht mit vorgekommen ist. Es gibt keine Spiegelscherben mehr, so, ne, und von daher braucht ihr da auch nicht weiter drauf gehen. Das sind so Kleinigkeiten auf jeden Fall. Es wurde auch das Trainingscamp hinzugefügt, was ein neuartiger Dungeon ist, wodurch man quasi jetzt schon durch Arena und Trainingscamp schon auf Stufe 3 leveln kann, ohne Alu zu machen. Da werde ich vielleicht nochmal in Zukunft einen aufgewerteten 2025er Guide machen, wo man nochmal alles up-to-date gehalten hat, aber ansonsten seid ihr hiermit auf jeden Fall gut bedient. Hier haben wir zum Beispiel auch das ist eines der nützlichsten Videos, wie ich finde. Hier habt ihr halt in dem Video
den Playstyle, beziehungsweise falls ihr Geld ausgeben wollt, habt ihr halt die nötigsten Informationen, okay, wie investiere ich jetzt die verschiedenen Pilzpakete, die es gibt, ja, wie gehe ich da vor, so wo investiere ich die rein, ne? Das alles nach und nach halt hier in dem Video erklärt, so, danach habt ihr auch direkt einen Festungsguide, ja, welches Gebäude baue ich wie aus und in welcher Reihenfolge, ne? Das ist hier unten alles auch aufgelistet und danach in dem Video, also hier ist wirklich alles mit drin, was so Gebäude angeht und so, gibt es sogar einen Unterweltguide und auch hier ja, sieht man das sogar visualisiert, also wir haben das hier halt eben auch so dargestellt, dass man halt eben die Reihenfolge, wie man die Unterwelt ausbauen sollte mit dem Paket, was man halt eben bekommt standardmäßig, wenn man sich das kauft, in welcher Reihenfolge man die Unterwelt ausbaut, ne? Also alles hier sogar per Leitfaden hier in dem Video. Deswegen checkt das sehr gerne ab, die Playlist hier. Wir haben hier einen Free-to-Play-Guide, wir haben hier einen Pet-Guide für Free-to-Play und Pay-to-Win-Spieler. Ja, das ist für beide Lager aufgelistet, also von daher für den kommenden Legendary Dungeon, wie man den am besten spielen sollte. PvP-Klassen, was ist die momentan beste PvP-Klasse, ist auch ein bisschen outdated. Mittlerweile gibt es halt den Paladin auch und den Necromancer, also das ist auch schon wieder ein bisschen her, ne? Aber kann man sich im Grunde trotzdem noch reinziehen. Ansonsten, ja, was noch sehr, sehr wichtig ist, ist halt eben die Dungeon-Pause. Da fragen sehr viele Spieler nach und da kann ich euch immer wieder nur drauf verweisen, also da haben wirklich die meisten nachgefragt, auf diese 2 Videos. Ja, einmal die Dungeon-Pause in der Theorie erklärt, was sie bringt und wie man sie spielt. Ja, das hier einmal. Und dann nochmal für die Leute, die wirklich richtig ins Detail reingehen wollen zum Thema Dungeon-Pause, kann ich euch auch dieses Video hier mit Tim zusammen ja, nur ans Herz legen, weil das Video ist halt eben ja, mit einem der Spieler, der halt eine sehr, sehr gute Dungeon-Pause gespielt hat auf W50 damals und halt eben auch noch die Vor- und auch Nachteile, also es gibt auch gewisse Risiken bei der Dungeon-Pause, wenn man diese startet, dass man auch eventuell XP verlieren kann im Worst Case, also man muss schon wissen, was man macht, so, und das wird halt im Detail auch nochmal in diesem Video erzählt, also wenn ihr es wirklich 100% abgedeckt haben wollt, dann checkt auf jeden Fall die beiden Videos ab. Ja, zum Thema Quest-System, Expedition, Tierlist für XP und Gold, welche Expeditionen nehmen, wenn man auf XP geht und welche Expedition nehmen, wenn man auf Gold geht. Ja, das hier auch nochmal in dem Video. Und dann nochmal so ein Video, weil auch wahrscheinlich wieder die Frage kommen wird, ja, die Leute sind irgendwie nach Tag 2 irgendwie Stufe 220 oder so. Wie kann das sein? Ja, wir hatten damals mal auf einem alten Server mit einem neuen Char in einer alten Gilde mit Top-Boni mal das Ganze hergeleitet, wie man quasi Stufe 220 schafft. Da haben wir einen Account in 75 Minuten von Stufe 1 auf 220 durchgezogen. Dann könnt ihr euch hier mal so ein bisschen durchgucken, wie so der Ablauf quasi ist. Sollte man sich aber natürlich kein Beispiel beim frischen Serverstart nehmen, weil man dort natürlich noch keine schwarzen Edelsteine hat, keine Ritterhalle 1000 und so, aber der Ablauf ist ungefähr halt eben derselbe, nur dass man sich halt eben viel öfter neu equippen muss und so und das Ganze natürlich mit niedrigeren Prozentchancen sind, aber vom Ablauf her habt ihr grob hier einen kleinen Überblick auf jeden Fall, ne? Ja, Freunde, das soweit dazu, dass ihr für EU20 auch optimal vorbereitet seid. Wie gesagt, ihr findet den Link zum Discord und zu der Playlist unter dem Video verlinkt. Und dann habt ihr hier soweit alles abgedeckt. Wie gesagt, ich werde mal schauen, dass ich vielleicht nochmal so einen geupdateten Guide irgendwie rausbringe. Aber es ist natürlich auch immer ziemlich zeitaufwendig das Ganze, deswegen sieht man das auf jeden Fall nach. Aber da habe ich auf jeden Fall auch Lust drauf. Ich weiß nicht, ob ich das noch vor EU20 schaffe, das noch irgendwie hinzukriegen, so. Aber ja, ansonsten seid ihr erstmal soweit mit den Videos erstmal abgedeckt, ne, für die gröbsten Sachen, ne? Ansonsten bei Fragen oder so, wie gesagt, sind viele Leute aus der Community natürlich auch da. Und wenn ihr noch mehr Austausch haben wollt, dann ist, denke ich mal, die SF-Taverne auch der richtige Ort für euch, wo ihr halt eben auch euch mit anderen Leuten hier connecten könnt oder noch zusätzlich Gilden promoten könnt und sowas und so weiter und so fort, ne? Aber auf meinem Discord sind ja jetzt, glaube ich, auch 2000 Spieler oder so drauf, also da findet sich bestimmt auch der ein oder andere, der auf EU20 spielen wird. Ja, auf jeden Fall das soweit dazu. Ich freue mich schon sehr auf den Serverstart. Ja, ich wünsche euch auch viel Erfolg
Erfolg auf EU20, falls ihr starten solltet auf dem Server. Ja, auf jeden Fall alles Gute. Wir werden Mitte der Woche oder so nochmal ein kleines Video machen zu den Top-Spielern, die auf dem Server dort teilnehmen werden. Dort haben wir zusammen im Stream nochmal ein bisschen die Liste, die ich letztes Mal gezeigt habe, nochmal ein bisschen aktualisiert. Es sind nochmal ein paar Leute dazugekommen und ja, das ist auf jeden Fall auch ziemlich spannend. Bis dahin alles Gute, danke fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.